Das sieht richtig schön aus. Das ist 3 Crocs. Und zwar einmal ein Croque Madame und 2 Croque Monsieurs. Und auch was Besonderes hier, ein Croque Monsieur d'un nouveau genre. Ich zeige euch, wie das geht. Allez, on y va. Alors, pour le Croque Monsieur et le Croque Madame, hier bzw. gesunde Croque Monsieur, du brauchst etwas Senf, etwas Aubergine Aufstrich, Ziegenkäse, Oregano und hier vegane Salami. On y va. Wir fangen mit Senf an. Wir nehmen einen Löffel, hier abschmieren, so ganz rund. Danach Aubergine Aufstrich, auch hier schön abschmieren. Und deswegen ist ja auch diese Croque Monsieur gesund. Ziegenkäse. Also hier, man merkt, es ja etwas zu groß. Kein Problem. Wir schneiden davon ab und können wir hier die Seite lassen. Danach kommt vegane Salami. So einmal, zweimal. Und Folgendes. Jetzt machen wir anderes rum. Das andere Salami machen wir das so als zuerst und dann kommt Ziegenkäse. Kann man schon jetzt abschneiden und auf der Seite lassen. So, und jetzt eine Prise Oregano. Jetzt ist der Moment, wo wir das zuklappen und danach im Sandwich Maker das reintun. So sieht's aus. Wir haben erstmal unsere Croque Monsieur fertig hier dabei. Machen wir jetzt eine zweite, geht genauso gleich. Auch wichtig, Olivenöl, zeige ich euch, wie das geht. Olivenöl werden wir mit dem Pinsel auf dem Brot abschmieren oder malen. Das werde so eine Art knusprig Effekt geben. Und währenddessen, der Sandwichmaker ist schon an. Das ist dann die perfekte Zeit. Ich würde das jetzt auch auf der anderen Seite machen. Jetzt öffnen wir unseren Sandwichmaker. Etwas Druck drauf, so ungefähr 10 Sekunden. On compte jusqu'à 10. De 1 jusqu'à 10. Ihr könnt bestimmt bis 10 zählen auf Französisch. Und dann loslassen. Jetzt kann man noch einmal drücken und etwas länger. Etwas mehr drücken, damit der Ziegenkäse die Temperatur auch annimmt, also die Hochtemperatur annimmt und dann wieder loslassen. Jetzt kann man auch nachchecken, nachkontrollieren, wie das aussieht. Es fängt schon gut an. Ich würde dann jetzt nochmal ungefähr 20 Sekunden ein bisschen Druck machen. Das sollte eigentlich reichen. Das ist hier Croque Monsieurs, aber wir können das, also ein Croque Monsieur von denen, als Croque Madame umwandeln. Und das zeige ich euch vor, wie das geht. Ganz einfach. Et 1, 2, 3. Eine Fourchette, um sich nicht zu verletzen. Voilà. Un Croque Monsieur. Sehr gesund. Et un deuxième Croque Monsieur. Sehr knusprig.
Für den Croque Madame brauchen wir eine Pfanne, etwas Olivenöl oder Rapsöl, wie ihr möchtet, ein bisschen auf der Pfanne. Okay. Ein Spiegelei, also ein Ei. Ziemlich hier. Falls du zu Hause keine Sandwichmaker hast, gar kein Problem. Wir können das auch mit einem Waffeleisen machen. Und zwar, das geht ganz einfach, das gleiche Prinzip, nur auf einem Waffeleisen. Und das ist auch eine Premiere. Los geht's. Probieren das mal. Ich würde das immer zu zweit aufmachen, so rum. Und man sieht hier vegane Salami und geschmolzenen Käse. Hier auch. Und probieren wir mal. Aber kurz davor würde ich auch gerne eine kurze Geschichte erzählen, wie Croque Monsieur entstanden ist. Damals in Paris und gibt es immer noch diese Opéra Garnier. Und genau daneben gibt es ein Restaurant-Café. Irgendwann, der Garçon da hatte kein Baguette, kein Brot mehr. Hatte sich gedacht, oh, ich nehme dann 2 Toast und mache ich dann so wie ein Sandwich und gucken wir mal für heute Abend. Und auf einmal gab es so eine Schlange wie niemals. Und man sagt da so, die Legende sagt so, dass die Croque Monsieur da neben dem Opera erfunden wurde. Ich probiere das jetzt. Zu viel gesprochen. Es ist lecker, einfach, hier in dem Fall gesund. En France, on dit, oder sagt man, manger sur le pouce. Le pouce, das ist der Daumen, wenn man so auf der Hand etwas isst. Bon appétit, c'était Nassim, à bientôt!